So, was machen wir heute? Heute haben wir wieder den Audi A4 hier. Da haben wir schon mal im letzten Video gesehen, dass es Probleme gab mit Fehlern, die aus dem Bereich Steuerkettenlenkung, langsames Ansprechen der Nockenwelle und so weiter gekommen sind. Heute gucken wir rein, es gibt neue Fehler. Haben die damit zu tun? Sind die davon? Können wir die abstellen? Sind die gefährlich? Wenn es dich interessiert, bleibt dran. Wir schauen uns an, was der A4 heute zu sagen hat. Also das King Bohlen Gerät, das wurde nicht gesponsert von King Bohlen, das ich hier habe. Das habe ich mir selber gekauft von meiner eigenen Kohle. Und ich bin von dem Produkt überzeugt, sonst würde ich euch das nicht vorstellen. Mich eben King Bohlen gefragt, ob ich nicht ihr Produkt mal präsentieren könnte. So, heute verfeinern wir unsere Diagnose und schauen ins Detail. Der Fehlerspeicher war leer. Wir haben jetzt nochmal hier vorher ein Reset gemacht. Jetzt sind wir 1000 Kilometer am Stück gefahren. Wir gucken, was der Fehlerspeicher bringt. Ich weiß, vorher hat er schon Fehler gebracht. Ich sag's ihr euch gleich. Wie wir das anstellen, wir nehmen hier für King Bohlen K7. Also mit dem K7, da können wir wirklich ins Detail gehen. Wir gucken uns jetzt an. Dazu haben wir hier einen Dongle. Ich sehe wieder nichts. Also für eine gescheite Reparatur brauchst du auch ein gescheites Werkzeug. Ich kotze ab. Probieren es jetzt mal aus. Und zwar, was richtig geil ist, bei diesem Gerät, beim K7, also wirklich auch eins meiner Lieblingsgeräte. Es hat einen Dongle, also du brauchst kein Kabel mehr. Ja? Also du kannst jetzt hier frei stehen am Fahrzeug außen, musst dich nicht reinquetschen in den Innenraum und die stickige Luft riechen. Du kannst wirklich rausgehen, kannst ums Fahrzeug herumlaufen, du kannst an den Motorraum gehen und du kannst die Diagnose da einfach durchführen. Das ist echt ein Vorteil. Es ist wirklich nicht kabelgebunden und es ist ein echter Vorteil. Genau, das Ganze ist eigentlich in so einer kleinen Box hier drin. So, wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal den Audi an, was der hier bringt. Ja, also gehen wir hier mal direkt auf Scannen. Audi ist schon bei mir hier direkt drauf. Ihr seht jetzt auch hier die Live-Geschwindigkeit. Ist eigentlich schon ziemlich schnell, das Gerät, ja, für wirklich alle Automarken geeignet. Du kannst wirklich alle Automarken runterladen und dann prüfen. Jetzt machen wir hier direkt einen Schnellscan und gucken mal an, ob wir hier direkt was finden. Ja, wir haben hier 3 Fehler Motorelektronik. Das ist jetzt die Schnelldiagnose, also er soll wirklich schnell bringen. Was bringt der hier? Man kann im Hintergrund auch schon hören, wie es rattert, wie es tut, wie es macht. Also hier wird schon abgefragt direkt am Fahrzeug. Also ich kenne es selber, ich habe bei VW gelernt und du brauchst wirklich gute Tiefendiagnose. Und was mir eben wichtig ist, dass du eben auch hier Aktoren ansteuern kannst, kannst du mit dem Gerät auch. So, er ist fertig. Oh ja, hier hat er schon was gefunden. Radio, klar, hat der immer hier. Das ist nicht wichtig. Elektronische Zentralelektrik. Was hat denn der da drin? Würde mich jetzt auch mal schnell interessieren. DTC lesen, Fehlercode lesen, Links-Rechts-Verkehr, Umschaltung aktiv. Okay, kommen die wichtigsten Motorelektronik. Gucken wir mal rein, was ist denn da drin? Also wir sehen, es läuft auch relativ flott. Also es ist halt schon gut. Das ist halt mir wichtig, dass ich da nicht ewig warten muss hier. Oh, hier, also Nockenwellenverstellung, Unterbrechung, Bank 1, Ventil für nockenwellische Auslass, Unterbrechung. Was geil ist, du kannst jetzt hier auch, wenn du, sag ich mal, einen Kollegen hast, dem du jetzt hier mal einen Fehler auslesen, hey, ich will da nachher nochmal nachrecherchieren, was habe ich hier zu machen, dann gehst du hier, dann kannst du den Bericht direkt an den senden und kannst du nochmal im Detail nach den Fehlern gucken. Drin hier haben wir den Bericht, also er stellt dir dann auch gleich den Bericht hier. Hier, guck, da hat er den schon vorerfasst. Ich kann jetzt nicht versenden, ich habe hier kein Internet gerade, aber wir sehen hier die Fehler nochmal aufgelesen. Kannst du hier deine Daten ergänzen, dann sieht es richtig gut und professionell aus. Also Teile sind gekommen, jetzt können wir loslegen. Problem für das Ganze ist ja, wenn die Nockenwelle zu langsam ist oder wenn auslassseitig Nockenwelle zu langsam ist, einlassseitig Nockenwelle zu langsam ist, kann es sein, dass der Motor anfängt ruckeln oder es kann auch unter Umständen auch ein leichtes Kettenrasseln auftreten. Es muss nicht immer sein, dass du jetzt hier einen Speichereintrag bekommen hast. Wir haben es ja ausgelesen mit dem K7 von King Bohlen, dass wir hier einen Fehler hatten, Nockenwelle zu langsam und auch eben
Kurzschluss, ja, in diesem Bereich von dieser Sensorik. Das gucken wir uns gerade mal an, wo das herkommt. Das ist hier der gängige Motor TFSI. Audi haben wir ja auch in VW und anderen Modellen der Volkswagen-Gruppe drin. Worum es geht, ist jetzt hier, das sind die zwei. Ja. Hier haben wir einmal die Auslassseite und einmal die Einlassseite. Und das sind diese Magnetventile, also diese Verstelleinheiten. Und die gehen halt auch mal gerne defekt. Jetzt hat er mir gesagt, dass hier auslassseitig ein Kurzschluss war, anscheinend eben teilweise nur sporadisch aufgetreten. Vielleicht hat es auch mal einen Hänger gehabt, was man jetzt hier im Idealfall mal prüfen sollte. Und zwar ist, ob hier im Stecker drin Öl austritt. Ja, also wenn hier aus dem Steckerinneren Öl austritt, der verölt ist, der Stecker, dann ist es schon mal erstes Anzeichen, dass das Ding hier kaputt ist. Bevor 1000 Kilometer gefahren wurden, war das hier verölt. Ich habe es gereinigt nochmal. Also es war hier verölt. Wir sehen jetzt, hier ist kein neues Öl nachgekommen. Also er ist sauber. Es lässt sich natürlich auch vermuten, dass jetzt hier beim Einfüllen jemand eben daneben geleert hat und es dann da reingelaufen ist. Kann auch sein. Wenn das Magnetteil eben schon Öl durchlässt, ist es defekt. Was wir noch haben, ist eben hier an der Auslass-Nockenwelle haben wir innen einen Ventilsteller drin. Dieser Steller, der kann eben auch hängen, was dazu dem Fehlereintrag führt, zu langsam. Nockenwellenverstellung zu langsam. Diese Stelleinheit, da ist auch ein Siebchen drin und so weiter und so fort. Und wenn das eben mal gelegentlich hängt, dann kann es auch dazu führen. Und das Ganze äußert sich halt entweder durch einen leicht unguten Motorlauf oder durch Kettenrasseln. Also die Teile sind jetzt neu. Jetzt gucke ich mal, was hier eigentlich gekommen ist. Also das sind ja zweimal die gleichen pro Seite. Und in dem Fall bietet sich eben gleich an, dass man eben den Steller tauscht. Und so, das ist das Bauteil. Ja? Hier hinten drückt es quasi dann drauf, wenn es angesteuert wird. Genau, also so sieht das Teil eigentlich aus. Das heißt Steuerventil. Ja, also das ist jetzt das Steuerventil hier drin. Hier drin gibt es ein Druckstück. Ja, also hier kann man reindrücken und es muss eben frei beweglich sein. Da ist eine Feder drin. Ich zeige es gleich nochmal und es muss eben frei beweglich sein. Und hier ist auch dieser Filter, so ein ganz kleiner Filter. Also wenn man es mit den Ölintervallen und so nicht genau nimmt und Drecksöl hat und so weiter, dann kann sich das hier zusetzen. Also so klein wie diese Filzchen hier sind, wahrscheinlich setzt sich das irgendwann sowieso zu, weil das so filigran einfach gemacht ist. Dazu nicht vergessen, braucht ihr ein Spezialwerkzeug. Also es kostet echt nicht viel. Ich habe da das billigste bestellt, was es gerade so gibt, Made in China. Also es soll ja nur aufmachen, aber bestimmt funktioniert es wieder nicht. Das ist hier so ein Set. Es kostet, glaube ich, 11 Euro oder was. Das kann man sich dann schon mal gönnen. Ihr macht am besten die Verkleidung hier weg. Die Motorabdeckung. Dann seht ihr auch hier, was Lache ist. Ja? Das ist schon mal ganz gut, wenn ihr euch jetzt das hier mit anguckt. Weil dann seht ihr, dass der Zugang hier ziemlich bescheiden ist und dass man auch hier vielleicht dann in dem Fall ein Werkzeug einplant, das die richtige Größe hat. Und das ist auch hier relativ stramm drin. Die Schraube hier, also die ist ordentlich stramm drin. Wenn die runterfällt, die Rätsche hier heute noch, oder wenn das auch noch rund wird, dann drehe ich durch. Ich sag mal so, der hat jetzt 190 drauf, 190.000. Wenn die dann nochmal 190 halten, dann ist das okay. Dann schauen wir mal, ob ich den Deck, ob der schon so weggeht. So, bisschen eine Wackele. Es babbt da schon ganz ordentlich. Das war schon stramm da drin. So, läuft ein bisschen der Öl hier runter.
Also da geht ein bisschen Öl daneben. Also es war unten schon undicht, leicht, ne? Das sieht man da hier hinten drin, ist ein O-Ring, ich zeige es gleich nochmal. Das ist das Teil hier. Also so sieht's aus. Mehr wie ich seht ihr halt auch nicht. Das drucken wir jetzt mal rein. Lässt sich das betätigen? Ja, es lässt sich weich betätigen. Also es klemmt auch nicht. Vermutlich ist das okay, sondern nur das Magnetventil am Arsch und hat wahrscheinlich eine Folgefehlermeldung gegeben. Aber vielleicht hängt es auch gelegentlich da drin. Der O-Ring, das sieht jetzt noch gut aus. Ich hoffe, der dichtet auch noch sauber. Das reinigen wir dann noch. Und jetzt haben wir hier das Spezialwerkzeug. Und zwar gibt es hier diese Pinöppel hier drin. Und da muss eins davon direkt da reinpassen. Übrigens von diesen Teilen, da gibt es auch unterschiedliche Versionen von diese Ventileinsätze hier unten. Und zwar die neueste, optimierte ist die G-Version. Die hat hinten ein G dran. Und die ältere Version eben nicht. Also das hier ist das neue Teil und das ist der Knopf, also ich nenne es jetzt einfach Knopf, der muss leichtgängig da drin sein. Hier oben haben wir diesen Sieb hier, der darf überhaupt nicht zugehen, sonst klemmt es natürlich auch. Und wir sehen hier, wie sich das da drin eben verstellt. Ja, das ist auf jeden Fall mal dran. Probieren es jetzt mal. Ja, oh, jetzt war's gange. Da kommst halt einfach gerade nicht nach. Ah, jetzt, ich komme sogar mit der Hand hin. Also, nach rechts rausdrehen, nach links festdrehen. Grau andersrum. Ich gucke mal an, ich bin echt gespannt, ob der Sieb hier zu ist oder was da los ist an dem Ding. Ich kann euch da leider nicht näher ranholen, weil ich sehe selber nichts. So, da ist es. So, da hängt das Ding hier. Jetzt hole ich es mal da raus. So, das ist er. Sieb sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Sieht frei aus. Hier lässt sich auch betätigen. Leichtgängig, sehr leichtgängig. Ja, es kann halt auch hängen, das ganze Klump irgendwie, gell? Jetzt gucken wir hier nochmal an, ob das auch hängt oder rau ist. Ja, es fühlt sich genau gleich an. Jetzt kann man das natürlich mit Öl einsetzen, also Öl ranmachen. Aber da ist so schnell Öldruck da, und da ist noch ordentlich hier Öl hier unten drin. Jetzt ist es sauber gewischt, jetzt setzen wir das da wieder ein. Man will das da nicht rein. Ist das überhaupt das auch das Richtige? Ist schon ganz heiß geworden gerade. Das ist ja komisch. Jetzt muss ich mir das mal genauer angucken. Ach, das ist gar nicht das Gleiche. Guck mal da nachher. Das ist gar nicht das Gleiche. Ich habe gerade schon Schreck gekriegt. Hier von der Gewinde hat das hier mehr. Und das hat hier nur so ein paar Gewindegänge. Das hat nur wenig, das hat mehr Gewindegänge. Und hier hat es einen größeren Spalt und das hat kleinere Spalt. Das falsche Teil gekriegt. Kann ich gleich nochmal neu bestellen. Scheiße. Ich hab schon Panik gekriegt, hey. Weil es ein richtig filigranes Gewinde. Und wenn du das schrottest, dann hast du richtig eine gute Nacht. Reinige das vor und bestell die neuen Teile. So, es geht weiter. Jetzt holen wir hier das andere Teil hier raus. Genau, und hier steht dann auch das F drauf. An dem F erkennt ihr es, ob da ein F oder G steht. So, zwischenzeitlich habe ich auch gleichzeitig ein neues gekauft.
von BGS. Es kommt auch in einem schönen Case. Das andere von China, das hat nicht richtig gepasst. Also deswegen habe ich es zurückgeschickt und ich brauche halt ein gescheites, wo richtig passt, bevor ich mir das hier noch schrotte. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Jetzt sind auch die neuen Teile gekommen, weil ich hatte ja die falschen gehabt. So, jetzt seid ihr hier. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Also es ist ziemlich schwierig hier mit einer Hand. Und jetzt kommen die neuen rein. Stellen wir das hier wieder rein. So, also die hier kriegen 35 und so wie ich weiß und die Magnetventile so ungefähr 10 Newtonmeter. Nur mal so als Hausnummer ganz grob. Wenn ihr euch da sicher sein wollt, dann müsst ihr in euren Rep-Leitfaden gucken. Gut. So, und jetzt mal Drehmomentschlüssel. So. So, die gehen dann eben auch nur in eine Stellung rein. Also, die sind jetzt hier sauber drin. Da müsst ihr euch halt ein bisschen behelfen, weil wenn ihr das jetzt hier festdreht, in entgegengesetzte Richtung, dann dreht sich die Nockenwelle ein Stück weit mit. Da müsst ihr halt wissen, wie, gell? Schrauben. Mache ich auch ein bisschen Flutschi hin. Dass es da besser rein will. Was man auch sehen kann, ist zum Beispiel der eine, der hat hier, sieht man ganz dezenten Punkt. Das Magnetventil hat hier immer drauf gedrückt, hier an dem Punkt. Der andere hat nahezu gar keinen Punkt, wenn man das so mal genau guckt. Ganz dezent sehe ich was. Also der hat wahrscheinlich gar nicht richtig funktioniert immer. Wahrscheinlich war das schon lange so. So, jetzt lernen wir das noch mit dem Testgerät an. Ich mache mal hier kurz Klarschiff. So, jetzt versuche ich hier mal die Nockenwellenverstellung zu prüfen und die Werte zu vergleichen. Dazu wähle ich jetzt nochmal das Fahrzeug aus. Genau, dann mache ich Systemauswahl, Motorelektronik, Okidoki, Datenstrom lesen. Starten wir mal den Motor. Okay, also weiter geht's. Einlass-Sollwert, Einlass-Ist-Wert und die sollten meist ziemlich nah beieinander sein und wir haben hier, also hier minus 0,5 und die Abweichung ist absolut im Rahmen hier. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir kalten Zustand. Wäre natürlich besser, der Motor ist auf Betriebszustand. Also hier sehen wir, dass wir von der Phasenlage hier annähernd bei 0 sind im Leerlauf und das ist absolut in Ordnung. Also hier sollten wir uns nicht arg weit weg von 0 Grad bewegen. Also bis 3 Grad, meine ich, ist alles noch im Rahmen. Fehlerspeicher müssen gelöscht sein. Dann geht man hier rein und jetzt kann man das nochmal adaptieren. Und zwar muss man dann im Leerlauf laufen lassen. Bremse drücken, adjustieren. Also jetzt drückt man hier und gleichzeitig gibt man eben Gas und Bremse drücken. Und dann müsste richtig abgeschlossen kommen. Und wenn das funktioniert, dann ist das schon mal in Ordnung. Dann stimmt die Anstellung. So, hier bin ich jetzt nochmal im Messwertblock drin. Motorsteuerung, Messwertblock. Und ich sehe hier, dass die Ansteuerung vom Magnetventil sehr gut funktioniert. Und hier sehen wir auch, dass wir hier absolut im Bereich liegen. Hier Soll- und Ist-Wert funktionieren einwandfrei. Und der Phasenabgleich vorhin hat auch gezeigt, dass wir hier tippitoppi liegen. Also das ist jetzt Einlassseite. Jetzt checken wir nochmal die
Auslassseite. Also bedeutet im Endeffekt, ihr müsst zuerst alle Fehler löschen. Ihr müsst auch auf jeden Fall vorher die Adaption machen. Und dann könnt ihr von Gewissheit sagen, dass das nachher funktioniert. Also auch hier sehen wir jetzt, dass wir mit minus 0,7 Grad im absoluten Toleranzbereich sind. Und also plus minus 5 ist noch gerade so, also bis 3 würde ich sagen, ist noch okay. Dann hier verlangt jetzt momentan keine Verstellung, weil er ja im Ruhebetrieb ist quasi. Deswegen verlangt er keine Verstellung und die Ansteuerung, die funktioniert auch. Also sieht man jetzt hier unten auch. Also von dem her, das ist auch alles im grünen Bereich. System gesund, Motor gesund und die Anstellung hat funktioniert. Grundsätzlich müsst ihr auf jeden Fall hier auch nachgehen, dass ihr dann eure neuen Gerätschaften, Magnetventil eben dann adaptiert, damit es nachher auch funktioniert, dass der Motor wieder weiß, dass es geht. Also hier nochmal eine Zusammenfassung. Hier 0,7 haben wir absoluten Bestwert, also nah an der 0 Grad Grenze. Hier haben wir hier diese 8,98, also funktioniert auch die Ansteuerung, gerade mehr im Ruhebereich. Hier kraftvolle Ansteuerung. Und hier unten Winkel von 0, also einwandfrei. In dem Fall würde ich sagen, Reparatur geglückt und dürften jetzt keine Fehler mehr auftreten. Also wie gesagt, also nur einbauen hilft nicht immer. Ihr müsst dann schon Fehler löschen, ihr müsst die Dinger mal anlernen, ihr müsst die mal laufen lassen, die Ansteuerung. Und wenn das funktioniert über den Tester und auch die Daten und Werte stimmen, dann geht's auch wirklich. Weil wenn ihr einen Fehlerspeicher drin habt, kann es halt sein, dass es dann trotzdem nicht richtig funktioniert oder dass er das nicht akzeptiert. In diesem Sinne, hat es euch gefallen? Abo abschließen oder weiter auf die Playlist. Danke euch, ciao!